Hallo, herzlich willkommen zur Ausgabe Nummer 13 von Family Affairs, unserem Webinar mit News, Insights, Inspirationen, alles rund um das Familienmarketing. Ich zögere am Anfang noch ein bisschen, weil ich sehe, dass da unten die Zahl noch größer wird und Leute nach und nach reinkommen. Deswegen mache ich ein bisschen langsam. Ich kann aber mit Housekeeping anfangen. Die Frage, die immer kommt, die wir überspringen können: Ja, das Ganze wird aufgezeichnet. Es muss hier keine Screenshots machen, sondern im Anschluss gibt es einen Link per E-Mail und dann kann man sich das Ganze nochmal anschauen oder auch die Charts einzeln runterladen. Es gibt die Chat-Funktion, da kann man gerne Hallo sagen, Hallo, Fragen stellen. Mein Kollege Rolf Kosakowski ist da im Zweifel präsent, um Fragen aufzunehmen. Wenn sie ganz, ganz einfach sind, schnell zu beantworten. Ansonsten keine Sorge, auch wenn sie jetzt nicht in der nächsten halben Stunde beantwortet werden, die Fragen. Wir können die immer noch nachlesen und im Nachhinein reinschauen. Es gibt So, da hat sich der Ton kurz verabschiedet. Das ist schön. Wir hatten nämlich eben beim Test auch schon Schwierigkeiten mit dem Ton. Es gibt die Reaktionen unten, die für mich sehr, sehr dankbar sind. Dann sehe ich nämlich, dass ich gehört werde, dass Leute zuhören. Wunderbar, vielen Dank. Da wird das schon mal getestet. Das heißt, auch mein Ton ist wieder da. Perfekt. Dann können wir, glaube ich, einsteigen mit den Inhalten. Vorab einmal ganz schnell, falls es Leute im Publikum gibt, die uns gar nicht kennen, die gar nicht wissen, wer KB&B Family Marketing Experts eigentlich ist, wer wir sind. Wir sorgen für Markenmomente, die Generationen begeistern. 3 ganz kurze Beispiele, die das illustrieren, die wir kürzlich gemacht haben. Wir haben zum Beispiel den Kulturpass mit einer ganz, ganz zielgerichteten Kampagne nur an 18-Jährige aktiviert im Auftrag des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels. Wir haben für DB Fernverkehr einen Fotowettbewerb unter Familien gemacht, der wirklich eindrucksvolle Engagementwerte erzielt hat. Und wir machen auch Marktforschung. Es wird auch gleich Ergebnisse aus unserer eigenen Forschung geben. Da haben wir zum Beispiel unter Jugendlichen nachgefragt, wie sie denn mit Pornografie und Sexting umgehen. Sehr, sehr sensibles Thema. Diese Umfrage haben wir im Auftrag der Landesanstalt für Medien Nordrhein-Westfalen gemacht. Springen wir direkt rein. Was erwartet uns, was erwartet euch, dich heute? Zum einen, was muss man über die Mediennutzung Jugendlicher wissen heutzutage? Und die Frage, ist deine Marke bereit für die Dominanz von Social Media und für die Dynamik, die künstliche Intelligenz da jetzt reinbringt? Das zweite Thema, wo bekommt man die Aufmerksamkeit von Kindern und Jugendlichen? Wo ist die wirklich ungeteilt? Ist deine Marke präsent auf den Online-Plattformen und in den Games, wo sie ihre Zeit verbringen? Und das dritte Thema, allgemein, wie kann ich meine Marke für die junge Zielgruppe frisch und aktuell halten? Bietest du genügend Möglichkeiten, genügend Content, genügend Opportunities, das Fandom auszuleben? Wir springen direkt rein in das erste Thema. Da geht es um Social Media und künstliche Intelligenz. Und als erstes einfach mal das Statement: Jugendliche wollen Marken auf Social Media sehen. Apinio hat im Auftrag von Intermate eine Studie gemacht und hat dabei herausgefunden, dass Gen Z bei Marken Positivität, Humor, Authentizität schätzt. Am interessantesten in der Studie allerdings: Mehr als die Hälfte der Befragten findet es gut, wenn Marken in sozialen Medien präsent sind, dort auch in Jugendsprache gerne mit ihnen sprechen. Und 35%, immerhin mehr als ein Drittel, hat angegeben, dass sie sich gerne auch mit Marken direkt vernetzen in Social Media, wenn diese sich mit den passenden Themen beschäftigen. Und welche Plattformen sind das? Eine, die vielleicht viele gar nicht so auf dem Schirm haben, ist dabei Snapchat. Snapchat ist aber in den USA mittlerweile schon größer als Instagram. Bei Teenagern, das sind 13- bis 17-Jährige, spannenderweise eine vergleichbare Studie hat in UK herausgefunden, dass Snapchat in UK sogar YouTube schlägt. Unter 11- bis 12-Jährigen ist Snapchat die Plattform, mit der am meisten Zeit verbracht wird. Und Social Media ist nicht nur
soziale Vernetzung ist nicht nur Entertainment, sondern Gen Z nutzt Social Media auch als Suchmaschine, ganz speziell TikTok. Ich habe hier eine kleine Frage reingepackt, damit wir das mit den Reaktionen ein bisschen befördern können. Also, die Frage, hast du schon mal TikTok als Suchmaschine benutzt? Ja, der Daumen. Nein, das Schreigesicht. Unter Gen Z sind es 64%, die TikTok schon als Suchmaschine benutzt haben. Das tun sie vor allem, weil sie die Ergebnisse präziser bzw. personalisierter finden. TikTok zeigt mir, was ich suche, nicht was die ganze Welt sucht. Und das spricht diese junge Generation eben an. Also Kinder und Jugendliche verbringen äußerst viel Zeit mit Snapchat, TikTok und Co. und sind dort auch offen für Marketing. Das andere, wo Sie Werbung sehen, ist YouTube. Hier Zahlen von Super Awesome aus den USA. Die zeigen, natürlich haben Kinder großen Einfluss auf die Spielzeugkäufe ihrer Eltern. Und sie haben dann gefragt, wo wirst du denn auf neues Spielzeug aufmerksam? Und da steht ganz, ganz oben YouTube. 83% der befragten Kinder zwischen 4 und 12 Jahren sagen, auf YouTube haben sie Werbung für Spielzeug gesehen. Danach kommen Spiele, danach kommen Smart TVs und das Regular TV, das normale, traditionelle Fernsehen, nur noch bei 29%. Man muss aber auch sagen, wenn Sie Online-Werbung sehen, dann sehen Sie da viel Werbung für Süßigkeiten, ein nicht unstrittiges Thema. Hier beziehe ich mich auf ein Schweizer Pilotprojekt, das gezeigt hat, dass über 10% der Online-Anzeigen, die 4- bis 16-Jährige in diesem Testzeitraum gesehen haben, für Lebensmittel waren und von den Lebensmitteln oder Lebensmittel und Getränke und davon hatten den größten Anteil Schokolade und Süßigkeiten. Und je jünger die Kinder, desto mehr Werbung für Süßigkeiten sehen sie. Die 4- bis 9-Jährigen sehen mehr Werbung für Süßigkeiten als die etwas Älteren. Ein Grund, warum auch in der Schweiz, wie bei uns in Deutschland, über ein Werbeverbot diskutiert wird für ungesunde Lebensmittel. Allerdings widerspricht dem eine Studie der Universitäten Siegen und Frankfurt sowie der Deutschen Hochschule für Gesundheit und Sport. Die haben nämlich in einer Modellstudie festgestellt, dass solche Verbote tatsächlich kontraproduktiv sein können langfristig, weil sie verhindern, dass Kinder Kaufkompetenz frühzeitig entwickeln. Das heißt, je beschützter die Kinder sind, desto unverantwortlicher verhalten sie sich dann, wenn sie in den simulierten Supermarkt gelassen werden. Das heißt, ein zweischneidiges Schwert. Die Studie empfiehlt lieber mehr Aufklärungsarbeit und mehr Bildung, um Selbstbestimmung zu fördern, statt Verbote und Schutzmaßnahmen. Irgendwo muss es die dann aber wahrscheinlich doch geben, weil die Tabakriesen der Untersuchung von, ich sehe meine Quelle gerade selbst nicht, der Tobacco Free Kids heißt die Initiative. Die hat herausgefunden, dass die Tabakriesen soziale Medien nutzen, um junge Zielgruppen zu erreichen. Auf Instagram, Facebook, X und TikTok wurden über 385 Millionen Menschen von Tabakwerbung erreicht, davon die Hälfte jünger als 25 und 16 Millionen davon Teenager unter 18. Das verstößt eigentlich gegen die Richtlinien sowohl dieser Plattformen als auch dem, was die Tabakkonzerne Philip Morris International und British American Tobacco sich auferlegt haben. Aber 16 Millionen Teenager, die Tabakwerbung gesehen haben im letzten Jahr, ist eine ganze Menge. Und man kann das Ganze noch auf die Spitze treiben. Feuerwerk. Man kann das Ganze noch auf die Spitze treiben. Es gibt gerade einen Trend hin zu Baby-Beauty-Influencern, was sehr, sehr, ich sage mal, bedenklich ist und auch für großen Protest sorgt. Das können wir uns einmal an einem Beispiel in einem Video anschauen, was damit gemeint ist. Get ready with me only using my new Glow Recipe, baby! First up, I'm so excited for this one, Glow Recipe Toner. This is so smooth, guys. You have to get it. Look how smooth my skin is already. Next up, my Glow Recipe Dewdrops. Oh my gosh.
Next up, our Glow Recipe Serum. This is actually one of the new ones, and I'm so excited for this one. Look at it. And I can do ASMR. I feel like I'm an adult now because Glow Recipe is my style. OMG. Look at that. I'm obsessed. Also, Social Media Marketing für junge Zielgruppen braucht verantwortungsvolle Agenturen und auch verantwortungsvolle Auftraggebende, um sowas vielleicht zu vermeiden. Und das ist auch ein Grund, warum insgesamt Social Media Plattformen von der Politik immer mehr unter Druck geraten. Frankreich will feste Altersgrenzen für Social Media entwickeln. Der Premierminister Gabriel Attal möchte einen echten digitalen Riegel, also dass es tatsächlich technisch unmöglich gemacht wird, für Kinder unter 13 soziale Medien zu nutzen. Der Bürgermeister von New York City geht sogar noch einen Schritt weiter. Der hat Klage eingereicht gegen Meta, ByteDance, Snap und Google. Er wirft diesen Plattformen vor, die landesweite Krise der psychischen Gesundheit von Jugendlichen zu befördern und verlangt, dass sie zum einen ihre süchtig machenden Praktiken einschränken und sich zum anderen finanziell daran beteiligen, die Folgen ihres Tuns auch zu beheben und das nicht einfach auf die Öffentlichkeit abzuwälzen. Also der Druck auf Social-Media-Plattformen nimmt auch immer handfestere politische und rechtliche Formen an. Was ihr euch deswegen fragen solltet, ist eure Marke richtig aufgestellt in den sozialen Medien, um Kinder, Jugendliche oder Eltern effektiv anzusprechen, das aber auch verantwortungsvoll zu tun, weil am besten kriegt man die Balance zwischen beidem hin. Künstliche Intelligenz hatte ich angekündigt, sowieso in aller Munde zurzeit. Da gibt es dann ein bisschen unschöne Beispiele wie diese Plüschtiere von Curio, die sich mit einem Sprachmodell von OpenAI ausgestattet sind und um die $100 kosten. Ich kriege eine Nachricht, dass man mich nicht mehr hört. Ich kriege aber auch einen Daumen hoch. Okay, ich entschuldige mich für die Schwierigkeiten mit dem Ton. Ich weiß nicht, woran es liegt, dass der ab und zu ausfällt. Ich mache einfach weiter. Also diese schönen Plüschtiere, diese KI-gefütterten Plüschtiere haben leider den Nachteil, dass sie Daten natürlich sammeln über die Kinder, die mit ihnen spielen, inklusive deren Namen, Geburtsdatum, aber auch Standortdaten und das auch für die Familienmitglieder. Also ein bisschen schwierig. Deswegen hat sich ChatGPT oder OpenAI, das Unternehmen hinter ChatGPT, mit Common Sense Media zusammengetan, um Richtlinien zu entwickeln, wie in Kinderprodukten künstliche Intelligenz eingesetzt werden soll oder auch wie Kinder an das Thema künstliche Intelligenz herangeführt werden können. Und damit hat sich auch die Ständige Wissenschaftliche Kommission der Kultusministerkonferenz in Deutschland befasst und hat ein White Paper rausgebracht, das empfiehlt, bei offener Fehlerkultur KI-Tools in deutschen Schulen einzuführen. Sie wollen davon die Grundschulen und die ersten Jahre der weiterführenden Schulen ausnehmen. Nur in den höheren Klassen soll das erstmal getestet werden. Am wichtigsten ist aber laut diesem White Paper, dass Lehrkräfte dafür qualifiziert werden und es entsprechende Fortbildungsangebote gibt. Dann habe der Einsatz von künstlicher Intelligenz an Schulen Risiken, aber vor allem sehr, sehr viel Potenzial. Und dass es dringend ist, dass es losgeht, sozusagen, ist auch daran ersichtlich, dass ChatGPT schon sehr viel genutzt wird. Über ein Drittel der deutschen Teens nutzt bereits ChatGPT und deswegen auch hier die Frage ins Publikum: Nutzt du ChatGPT? Gerne einmal über die Reaktionen beantworten, während ich gleich weiterspringe. Oh, ich sehe nur Ja und ständig. Das ist doch schon mal sehr cool. Also die Begeisterung für künstliche Intelligenz ist da, aber man kann auch davon ausgehen, dass sich Kinder und Jugendliche durchaus freuen würden, wenn sie beim Erlernen dieser Technologie ein wenig Unterstützung erfahren. Und deswegen wieder die Frage an euch, an jeden Einzelnen: Ist deine Marke bereit für diesen nächsten Schritt, für das, was künstliche Intelligenz da bringt? Kommen wir ganz schnell zum nächsten Thema. Ich glaube, wegen unserem technischen Hickhack sind wir ein bisschen hinten dran.
aber mal schauen, ob wir das wieder aufholen können. Ich habe nämlich auch vergessen, dass es natürlich immer am Anfang jedes Kapitels eine kleine Quizfrage gibt, die man beantworten kann. Die ist jetzt gerade eingeblendet, also gerne einmal da auch mitmachen. Wenn ich von Online-Plattformen und Games spreche, dann muss man Roblox und Minecraft nennen. Das ist nicht nur meine persönliche Meinung, sondern die Brand Trends Group hat 70.000 Kinder aus 40 Ländern befragt und Roblox und Minecraft sind unter den Top 10 der beliebtesten Marken, auf Platz 6 und 7, wenn man die Kinder bis 14 nimmt. Wenn man ein bisschen reinzoomt und Jungs zwischen 7 und 14 daraus nimmt, dann sind Roblox und Minecraft in den Top 3. Nur Marvel ist noch beliebter als diese beiden Marken. Da kommt kein Disney, kein Lego, kein Spider-Man ran an die Beliebtheit von Roblox und Minecraft. Und so ist es dann auch kein Wunder, dass Roblox im vergangenen Jahr oder im letzten Quartal des vergangenen Jahres einen Rekordumsatz verbuchen konnte. Ein Plus von 30% ist sehr, sehr beeindruckend. Allein in diesem letzten Quartal wurde mehr als 1 Milliarde US-Dollar in der Ingame-Währung ausgegeben. Das ist eine ganze Menge Asche für virtuelle Avatare und Skins und dergleichen. Und das Unternehmen geht davon aus, dass es weiter so geht, munter. 20% Wachstum pro Jahr haben sie prognostiziert für die nächsten 3 Jahre. Und so kommt es eben, dass auch immer mehr Marken auf Roblox sich präsentieren. Ein Beispiel habe ich diesmal mitgebracht von Adidas, mal eine deutsche Marke, wenn auch natürlich ein deutscher Global Player. Aber da schauen wir uns mal den Trailer an für das, was Adidas auf Roblox macht. Und gleich noch eine zweite deutsche Marke, ein zweites deutsches Unternehmen, was mittlerweile eine Präsenz auf Roblox hat. Das ist Nivea. Die haben den Nivea Tower Run. Tower Run ist quasi ein Genre innerhalb von Roblox, was sehr, sehr beliebt ist, ein Genre an Spielen. Und Nivea hat eben den Nivea Tower Run, der so ein bisschen aussieht wie eine Nivea-Dose, gemacht. Ein Jump-and-Run-Spiel mit allerlei Sachen, die man gewinnen kann als Spieler. Also das Phänomen Roblox wächst weiter und viele Marken nutzen mittlerweile diese Möglichkeiten, die sich dort bieten. Neben Roblox und Minecraft muss man auch Fortnite nennen. Deswegen hier wieder eine Reaktionsfrage, ein Bitte mitmachen. Wann spielt deine Marke auf Roblox oder Fortnite mit? Ist sie schon da? Passiert das in diesem Jahr? Passiert das irgendwann später oder passiert das nie? Gerne helfen wir dabei natürlich, nicht bei der Beantwortung der Frage, aber bei den Ändern des weinenden Smileys. GameFam hat untersucht, dass im letzten Jahr 2023 solche Branded Experiences, wie sie heißen, insgesamt 1,8 Milliarden Mal besucht wurden. Insgesamt wurden 11 Milliarden Minuten in solchen Experiences verbracht. Das heißt, das ist eben wirklich etwas, wo massig vor allem junge Menschen sich rumtreiben. Das hat auch Disney erkannt. Disney hat eine große Partnerschaft mit Epic Games verkündet. Es soll ein Spiele- und Entertainment-Universum, was an Fortnite angedockt ist, geben, aber eben komplett mit in den Welten von Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, Avatar. All das soll in so einer virtuellen Welt entstehen. Den Spaß hat Disney sich mal eben 1,5 Milliarden Dollar an Anteilen an Epic Games kosten lassen. Gibt aber auch Sachen, die sollte man dort nicht machen. Dazu gehört zum Beispiel eine militärische Rekrutierungskampagne. Nur weil viele Waffen in Fortnite vorkommen, heißt das nicht, dass man das da machen darf. Das britische Militär hat das versucht, hat eine Kampagne sogar recht groß angekündigt. Dummerweise ist 3 Tage vor Launch der Kampagne jemandem bei Epic aufgefallen, dass das gegen die Guidelines verstößt und hat diese Kampagne deswegen eingestampft. Also, auch Fortnite ist so eine Plattform, auf der Jugendliche und Kinder sehr gut erreicht werden können, solange man seine Aktionen vielleicht ein bisschen sensibel konzipiert. Deswegen die Frage,
wie können wir deiner Marke helfen? Wie können wir deine Marke auf diese Plattformen bringen? Das ist vielleicht eine Frage, die gar nicht wir stellen sollten, sondern die ihr uns stellen solltet. Also gerne einfach mal anrufen und diese Frage stellen. Haben wir bestimmt eine Antwort zu. Kommen zum dritten Thema. Auch hier eine Quizfrage. Oh, ich habe die Quizfrage eben gar nicht aufgelöst, aber ihr habt es hoffentlich alle gemerkt, was die richtige Antwort war. Quizfrage zum dritten Kapitel. Welche Spielzeugmarke gibt es seit diesem Jahr als Herrenparfum? Unsere Partneragentur aus Großbritannien, Kids Industries, hat eine Studie rund um das Thema Fandom unter Kindern durchgeführt und ist zu dem Ergebnis gekommen, dass mehr als 3/4 der Kinder zwischen 6 und 14 sich selbst als Fans bezeichnen. Soweit so interessant. Das wirklich Spannende ist, dass über die Hälfte, 52%, erstellen schon von sich aus Fanart oder Content, der was mit den Lieblingsmarken zu tun hat. Und 1/5 wünscht sich, dass sie Einfluss darauf nehmen können, was passiert mit ihren Lieblingsmarken. Also neue Charaktere, Weiterführung von Storylines. Wenn man ihnen diese Möglichkeit gibt, dann kann sich dieses Fandom noch weiter befeuern lassen. Und jemand, der mit Fandom umgehen kann wie kaum ein anderer, denke ich, ist MrBeast, uns allen bekannt. Der erfolgreichste YouTuber der Welt, aller Zeiten, wie auch immer man diesen Superlativ beenden möchte. Der hat sich jetzt mit Moose Toys zusammengetan, um eine eigene Spielzeugmarke, eine eigene Range an Spielzeugprodukten rauszubringen. Es wird also demnächst Actionfiguren von MrBeast geben. Wir können sehr gespannt sein. Und im Titel geteased als Quizfrage den Herrenduft, den es im Laufe dieses Jahres geben wird. Der ist leider nicht Lego Technik, obwohl ich mir auch vorstellen kann, wie der riechen würde. Es ist Ken von Mattel. Den Duft Barbie gibt es übrigens schon seit letztem Jahr und ich sehe hier ganz viele Herzchenaugen und vielleicht ein paar lachende Smileys. Aber es scheint niemand für Quatsch zu halten, dass, oh doch, jetzt kommt die Reaktion Quatsch. Auf jeden Fall, was diese Dinge tun, ist eben Fans die Möglichkeit zu geben, noch mehr mit ihren Lieblingsmarken, mit ihren Idolen in Kontakt zu treten. Und die Marken haben dadurch eben einfach eine Präsenz im Alltag ihrer Zielgruppe. Scout, altehrwürdige Marke, würde ich fast sagen, kenne ich zumindest aus meiner Kindheit, ist zu Simba Dickey gewechselt Anfang dieses Jahres und soll deswegen spätestens zum nächsten Jahr einen Refresh erhalten, weil Scout doch beachtlich an Marktwert, an Marktanteil verloren hat in den letzten Jahren an Konkurrenten wie Ergobag und dergleichen und soll eben einen Refresh erhalten. Eine weitere Marke, bei der wir sehr gespannt sein können, was der Eigentümerwechsel bringt, ist Kaba. Kaba ist bereits letztes Jahr im September von der Krüger Group aufgekauft worden, zusammen mit noch ein paar weiteren Marken. Und offensichtlich gibt es da große Pläne. Es ist nämlich rausgekommen, dass zum Beispiel die Markenrechte für Kaba für Brotaufstriche gesichert wurden. Also können wir gespannt sein, was unter dem Label Kaba noch so kommt. Und dann haben wir nochmal eine Marke aus Deutschland mit einem Refresh in diesem Jahr. Haber hat gegen Anfang des Jahres im Februar das Insolvenzverfahren erfolgreich beenden können, wie es so schön heißt. Und es gibt dazu auch gleich einen neuen Claim. Haber, spiel dir deine Welt heißt der. Und eine neue Kampagne, von der wir uns jetzt einen Spot anschauen können. Wir nennen es 3D-Legespiel Schiefe Türme. Experten nennen es Dong, dong, dongel, dong. Oh nee, jetzt habe ich in meine Hose geklappt. Also wir sehen hier an diesen 3 Beispielen, auch Traditionsmarken brauchen hin und wieder einen Neuanstrich, um eben die Relevanz in ihrer Zielgruppe zu halten. Und deswegen die Frage, wie können wir deiner Marke helfen? Modern und attraktiv für die junge Zielgruppe zu sein. Ein Weg kann nämlich zum Beispiel Audio heißen. Das ist eine Studie, die wir selbst durchgeführt haben. Wir haben 1370 Kinder und Eltern
gefragt mit unserem Tool Fact Family. Diese Studie kann man auch einsehen, gerne uns kontaktieren oder auf unsere Website einmal schauen. Jedenfalls haben wir rund um das Thema Audio gefragt und dabei unter anderem herausgefunden, dass die Hälfte der Kinder angibt, wenn sie Geschichten hören, machen sie nichts anderes nebenbei. Das heißt, es ist wahnsinnig konzentrierte Aufmerksamkeit. 78% sagen, sie hören Geschichten immer bis zu Ende, also auch da. Das wird nicht abgebrochen, das gibt es auf anderen Kanälen eigentlich kaum. Und wenn man auf die Eltern schaut, die sind beispielsweise durchaus offen für Werbung in Kinderpodcasts, wenn die Podcasts ausreichend gut gemacht sind natürlich, aber auch dafür kostenlos sind. Wer macht was im Bereich Audio außer uns? Wir wollen ja nicht nur über uns sprechen. Die Maus zum Beispiel. Die Maus gibt es exklusiv auf Apple Music seit Ende Januar. Da gibt es gleich 6 Hörspielreihen zu philosophischen Themen, Gedankenspiele mit der Maus heißt das, aber auch Ernährungstipps vom Maustisch und so weiter. Eine komplette exklusive Ecke innerhalb von Apple Music rund um die Maus, also eine recht große Kooperation zwischen dem WDR und Apple hier. Und dann eine einfach schöne Nachricht, die mich und uns einfach auch persönlich freut, dass Was ist was hat, kennen wir alle seit Jahren, erklären die komplizierte Themen. Und aus aktuellem Anlass wurde eben eine Broschüre zum Thema Demokratie, Mitbestimmung, Meinungsfreiheit, Grundrechte erstellt. Und diese Broschüre kann man kostenlos runterladen auf der Seite des Tesla Verlags. Das wurde auch 3500 Mal gemacht innerhalb der ersten 48 Stunden, was ganz, ganz toll ist. Und wir freuen uns, dass wir als KB&B den Podcast dazu produzieren dürfen zum Thema Demokratie von Was ist was, weil wir es einfach für ein wichtiges Thema halten. Also kann man zusammenfassend sagen, ob unterwegs oder im Kinderzimmer, mit Audio erreicht man Kinder einfach immer und überall. Und deswegen die Frage, mit welchem Audioformat könnte deine Marke noch näher an die Zielgruppe heranrücken? Das war's fast für heute. Noch einmal zusammengefasst, was haben wir gelernt, was nehmen wir mit? Zum einen Mediennutzung Jugendlicher, Social Media dominiert die Mediennutzung Jugendlicher und KI erhöht die Dynamik da nochmal. Man muss sich fragen, ist man bereit? Bist du bereit? Seid ihr bereit für das, was da gerade passiert, was da die neue Realität wird? Die ungeteilte Aufmerksamkeit von Kindern und Jugendlichen hat man auf Online-Plattformen, in Online-Games. Das ist keine Spielerei, das ist das, womit sie ihre Zeit verbringen. Roblox, Fortnite, Minecraft und Co., das sind die Orte, wo man sie antrifft. Seid ihr da? Seid ihr da erlebbar? Seid ihr da präsent? Und dann, wenn man von dem Digitalen einen Schritt zurücktritt, wie kann man für junge Zielgruppen frisch und aktuell bleiben? Die einfache Antwort ist, möglichst viele Wege, möglichst viele Arten mit der Marke in Kontakt zu kommen, anbieten, immer neuer Content, immer neue Möglichkeiten, Fandom auszuleben. Das war's für heute. Eins habe ich gleich noch, vorher kurz der Verweis auf unseren Newsletter. Wem das hier gefallen hat, der kann was bisschen Ähnliches gerne auch wöchentlich in seiner Inbox haben, in unserem Newsletter Family Affairs Weekly. Und das war's. Wir freuen uns über Feedback hier in der Befragung direkt oder per E-Mail, per Telefon, per LinkedIn, wo auch immer. Wir sind schon zu finden. Zum Ausstieg haben wir noch ein Video, nämlich ganz clever gemacht von Haribo, die nicht während des Super Bowls geworben haben, sondern in der Woche davor. Aber jeder erkennt den Zusammenhang zu diesem kulturellen Event. Would you like some hair, Gold Bear? Ooh, I love these. The ones where I chew it, the fruitier and fruitier it gets. These are the most bestest bears ever. It would not be hard to tackle a gold bear because they're tiny. I'm gonna sit this one out. It tastes so good. Vielen Dank und kontaktiert uns gerne.